Hallo Leute, ich bin's, Cat und dieses Mal wieder auf Deutsch. This time in German, there's subtitles. Heute werden wir darüber reden, welche 5 Lebensmittel Deutsche in Japan auf jeden Fall vermissen werden. Let's go! Yoroshiku onegaishimasu. Es gibt ein Lebensmittel, worauf ich mich mit anderen Deutschen geeinigt habe, dass wir alle hier in Japan total vermissen. Und das ist richtig gutes deutsches Brot. Nun, wir sind in Deutschland daran gewohnt und auch in Europa, dass man eigentlich richtig festes Brot bekommt, auch Schwarzbrot, vielleicht Vollkornbrot. Nein, das ist eigentlich richtig schwierig hier in Japan zu finden. Generell in jedem Geschäft findet man nur labberiges Toastbrot. Und wenn man dann wirklich richtiges Brot möchte, muss man sich wirklich umschauen. Es gibt das auch nicht an vielen Sachen zu finden. Vor allem kein richtiges Pumpernickelbrot oder Vollkornbrot, solche Sachen. Und ich dachte in Deutschland immer, ich würde das nie vermissen. Aber wenn man das nun mal wirklich überhaupt nicht haben kann, merkt man erst, was wir da so ganz verpasst haben. Oder beziehungsweise was wir so vermissen werden, wenn wir es nur wirklich gar nicht bekommen können. Also labbriges Toastbrot oder Reis. Zum Frühstück ist die Option. Müsli gibt es ja auch nicht so oft. Dementsprechend vermisse ich deutsches Brot. Und vor allem Brezeln. Deutsche Brezeln. Nun, überall auf der Welt hat Deutschland so ein bisschen den Ruf als das Würstchenland. Nun, diesen Ruf werden wir wohl niemals loswerden. Aber ehrlich gesagt, hier in Japan ist mir schon sehr aufgefallen, wie ganz anders die Würstchen sind. Generell sind die alle kleiner, ungefähr so groß. Und teilweise so richtig doll fettig irgendwie. Also natürlich, die das in Japan mögen, die mögen so richtig, dass es crunchig ist und dass das auch so ein bisschen irgendwie sehr, 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 sehr fettig ist. Während in Deutschland eigentlich ich das persönlich so finde, dass es eher so ein bisschen Lean Sausage, also ein bisschen weniger fettig, ist ein bisschen besser. Auch vom Geschmack her ist es nicht so ganz das, was ich so gewohnt bin und viele sagen das auch. Also ich muss sagen, dieses Würstchen ist das Einzige, wo ich sage, da bin ich so ein bisschen der Snob, da bin ich sehr kritisch. Jedes Mal, wenn ich hier Würstchen habe, generell, wenn irgendwas Würstchen in Japan dabei hat, schaue ich das immer so an. Und bin manchmal sehr positiv überrascht. Also hohe Qualität, muss auch sehr teure, die schmecken dann sehr gut, aber generell, was man so im Geschäft findet, bin ich nicht gewohnt vom Geschmackstyp her. Heißt, generell bin ich da skeptisch und was mich hier sehr überrascht hat, es gibt auch Würstchen, die aus Fisch gemacht sind. Und das ist viele Japaner, auch bis vor allem die ältere Generation, finden die Fischwürstchen ganz, ganz toll. Ich finde, das gehört nicht in ein Würstchen rein, aber das muss wohl einfach meine Kultur sein. Ich habe das Thema schon ein kleines bisschen angeschnitten, als ich übers Brot geredet habe. Und zwar geht es um das deutsche Müsli. Nun, wenn ihr Müsli gewohnt seid in der Früh und richtig schönes Vollkornmüsli oder vielleicht eins mit vielen gesunden Sachen drin, dann ist das hier wirklich schwer zu bekommen. Generell in Japan sehe ich sehr viele amerikanische Müsli-Sorten, die halt so ganz viel Zucker drin haben. Oder halt alles mit Nüssen mal wieder, was sich natürlich mit einer Nussallergie wieder mal gar nicht geht. Heißt so ein richtig schönes Müsli mit so ganz vielen Früchten und so hier ist entweder überteuert oder einfach richtig schwer zu finden. Also da müsst ihr schon richtig in Japan auf die Suche gehen. Wenn ihr ein Lieblingsmüsli habt, würde ich euch das raten, das vielleicht mitzunehmen, damit ihr das so am Anfang habt und dann so langsam umsteigen könnt. Generell im normalen Handel, das Einzige, was ich richtig so gesundes Müsli technisch finde, ist eigentlich Porridge, also Haferflocken. Die kriegt ihr eigentlich sehr einfach. Der Rest ist eigentlich schwierig zu bekommen. Also entweder wieder auf den Reis umsteigen oder das Toastbrot. Wir bleiben ein wenig beim Frühstück. Nun, oder vielleicht, falls ihr euch mal den Magen verdorben habt und das generell mit ein bisschen Zwieback wieder hinbekommt, hier ist das Problem. Zwieback und Knäckebrot wieder sind eigentlich nicht so leicht hier zu bekommen, generell nur in Spezialgeschäften. Ich habe noch im Supermarkt bis jetzt das noch nicht in Japan gesehen. Heißt, falls ihr auf Zwieback angewiesen seid für kleine Magenprobleme, die nun mal in Japan auch bei Deutschen sehr oft auftreten, dadurch, dass das Essen sehr anders ist, gibt es keinen Zwieback. Heißt, nehmt euch lieber ein bisschen Zwieback mit. Meine Tante hat das gemacht. Die hat sich ein bisschen Zwieback mitgenommen, hat ganz gut geholfen. Früher oder später hat sich jemand von uns den Magen verdorben und da war das ganz gut, dass das da war. Also es sind so ein paar von diesen trockenen Zwieback-Knäckebrot-Sachen, die wir einfach gewohnt sind, die man hier einfach nicht so leicht in die Hand bekommt.
Spätzle, Schupfnudeln, Dampfnudeln. Alle diese Teiggebäcke finde ich eigentlich ganz toll. Freut mich jeweils, wenn ich die immer in Deutschland essen kann. Aber in Japan, wie gesagt, sind die auch nicht im Handel erhältlich. So ist zum Beispiel auch andere Sachen, die ihr kennt. Die sind zwar erhältlich in Japan, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel Käsekuchen ist hier eher so der amerikanische Stil Käsekuchen. So dieser dicke, deutsche, fettige Käsekuchen ist etwas, was man nicht so leicht hier in Japan bekommt. Heißt, gewisse Gerichte gibt es entweder gar nicht oder es gibt sie auf eine andere Art und Weise hier. Naja, damit können wir leben, oder? Generell ist die japanische Küche sehr vielfältig. Es gibt sehr viele tolle Gerichte, die ihr noch nie probiert habt. Deswegen wird es euch generell, glaube ich, wenn ihr nach Japan kommt, an nichts fehlen. Aber je länger man eben in Japan wohnt, so wie ich jetzt schon mehrere Jahre, irgendwann mal vermisst man dann doch so ein paar deutsche Sachen, die man davor im Alltag hatte und dachte, man kann sie einfach bekommen und dann eben nicht so leicht. Zum Beispiel Käse. Käse ist in Japan sehr teuer, wenn man ihn dann richtig bekommt. Aber generell vermisse ich Käse. Oh, wir vermissen alle Käse sehr. Also gibt es ein paar Sachen, die ihr hier zwar nicht bekommt, aber dafür gibt es irgendwelche andere Sachen, die ihr stattdessen essen könnt. Ihr werdet hier auf jeden Fall nicht verhungern. Nun, das waren die 5 Sachen, die man in Japan als Deutscher nicht bekommt und irgendwann mal dann doch irgendwie vermisst. Ich hoffe, euch ist noch irgendwas eingefallen, was ihr auf jeden Fall vermissen werdet, wenn ihr mal länger nicht in eurem Land seid. Wenn es dem so ist, bitte schreibt das unten in die Kommentarbox, dass wir das alles ein bisschen miteinander teilen können. Und falls ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, boah, der hat ja voll recht oder die hat ja voll recht, dann gebt dem ein Like ab, so dass wir das Kommentar oben sehen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war es mit Ask Japanese heute mal wieder. Falls ihr bei uns abonniert habt, wäre das schön, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Und wenn noch nicht, dann abonniert. Tja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder auf Ask Japanese. Tschüss. Tschüss, tschüss.